Hallo, ich bin ESA-Astronaut Matthias Maurer. Ich befinde mich momentan in den USA zum Astronautentraining, Auffrischungstraining. Ich habe noch keine Mission zugewiesen bekommen, aber ich hoffe, dass das nach dem erfolgreichen Start der SpaceX-Rakete zum allerersten Mal mit Astronauten an Bord nicht mehr lange dauern wird. Und wie ich mich auf eine potenzielle baldige Mission vorbereite, das möchte ich euch heute in meinem kleinen Videoclip hier einmal zeigen. Das Trainingszentrum der NASA liegt ungefähr 30-40 Autominuten vom Zentrum von Houston entfernt. Und in der Regel sind wir in Privatunterkünften oder in Hotels recht nah am Zentrum untergebracht. Für mich bedeutet das morgens ca. 5 bis 10 Minuten Autofahren mit dem Mietwagen. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es ja unten in Texas nicht so viele. Und daher geht es dann für mich jeden Morgen mit dem Auto auf den Campus. Hier links im Bild das Gebäude 4, dort befinden sich die Astronauten der NASA in der 6. Etage und dort findet auch ein Großteil des Trainings statt. In Gebäude 9 befindet sich die komplette ISS nachgebaut in Originalgröße und das ist das Gebäude, was mich am meisten fasziniert. Dort befinde ich mich dann fast wie auf der richtigen Raumstation. Hier lernen wir sehr viel, wie die Station aufgebaut ist. Hier links im Bild zum Beispiel die robotische Workstation. Von dort aus bedienen wir den robotischen Arm, die verschiedenen Module, hier das Lab. Dann geht es weiter nach vorne in den Knoten 2 und dann links rum um die Ecke in das japanische Modul. Rechts würde sich das europäische Modul Columbus befinden. Diese Station ist einfach faszinierend und ich freue mich jedes Mal, wenn ich in Gebäude 9 komme und die Gelegenheit habe, hier zu trainieren. Auf der ISS kann einiges kaputt gehen oder es müssen auch neue Geräte installiert werden. Da ist es wichtig, dass wir mit den verschiedenen Werkzeugen klarkommen. Das sind einmal die mechanischen Werkzeuge, aber auch viele elektronische Bauteile. Unter anderem auch ein Lötkolben oder ein Akkuschrauber haben wir, hydraulische Anschlüsse. Alles müssen wir wissen und auch irgendwo bedienen können. Und das ist sehr spannend, macht mir viel Spaß. Eine der wichtigsten Einrichtungen auf der ISS ist natürlich die Toilette. Wir müssen ja oben genauso wie auf der Erde auch zur Toilette gehen und dann gibt es das große und das kleine Geschäft. Die Toilette, die bislang in Betrieb ist ein russisches Modell und das funktioniert, indem man eine Art Staubsauger hat, verbunden mit einem Schlauch. Hier das gelbe Kopfstück, da pinkeln wir hinein und für das größere Geschäft gibt es dann die Vorrichtung, wie wir es auf dem Boden erkennen. Bei uns nur mit dem Unterschied, dass dort für jeden Besuch eine Tüte installiert werden muss und diese Tüte muss auch ordentlich nach unten reingeschoben werden, damit der Platz optimal ausgenutzt wird. In Zukunft bekommen wir aber noch eine modernere amerikanische Toilette dazu. Ebenso wichtig wie die Toilette ist natürlich auch die Nahrungsaufnahme. Dafür haben wir eine Vorrichtung, die uns erlaubt, heißes oder kaltes Wasser in Beutel hineinzupumpen, und zwar jeweils in einer bestimmten Menge. Mein Kollege Thomas, der war ja schon einmal auf der ISS und der erklärt uns hier in diesem Training seine Erfahrung, wie man optimal Getränke, Essen zubereitet. Links sehen wir den Instruktor, der uns hier unterrichtet und er zeigt auch auf die Vorrichtung neben dem Wasserdispenser. Dort ist nämlich der Food Warmer, also ein kleiner Ofen, der dann auch die verschiedenen Lebensmittel aufwärmen kann. Und hier sehen wir die verschiedene Auswahl an Essensmöglichkeiten, die wir auf der ISS haben. Neben Essen brauchen wir natürlich auch Luft zum Atmen auf der Raumstation. Wir haben dort ja ein geschlossenes Volumen und die Luft, die wir dort atmen, die wird dadurch aufgebraucht und an CO2 angereichert. Dieses CO2 müssen wir wieder aus der Luft entfernen. Dafür haben wir eine ganz tolle Anlage, die die Luft reinigt. Diese Anlage geht aber leider ab und zu mal kaputt und dann müssen wir in der Lage sein, dies zu reparieren. Und deswegen krabbele ich hier in dieses Rack hinein und lerne, was da alles schiefgehen kann. Das Wichtigste ist im Weltraum gesund und fit zu bleiben. Dafür müssen wir in der Lage sein, uns in Extremfällen selbst zu helfen. Wir erhalten ein medizinisches Training. Das fängt einmal an mit Überwachung der Vitalparameter, also Blutdruck, aber auch Überprüfung des Trommelfells und das mache ich hier in dieser Aufnahme. Da lerne ich, wie ich mir selbst mein Ohrtrommelfell diagnostizieren kann. Eines der spannendsten Trainings
ist aber die Vorbereitung auf einen Weltraumspaziergang. Das ist nicht trivial, das erfordert sehr viel Vorbereitung. Hier einmal nur einen kurzen Ausblick. Im Detail werde ich das im nächsten Videoclip erläutern. Viel Spaß bis dahin. Tschüss.